So, statt Drohne sind wir hier mal raufgekraxelt. So schön ist das hier. Willkommen in der Eidkik Gästefarm, wo uns Gastgeberin Susanne herzlich empfängt. Wir befinden uns hier am Rande des Städtchens Usakos, nicht weit von Swakopmund und der Atlantikküste entfernt. Herzlich willkommen in der Eidkik Gästefarm. Lena und ich haben das Zimmer mit dem, was steht da für ein Tier? Okay, Lena und ich haben das Waterbuck-Zimmer und da gehen wir jetzt mal rein. Wenn man reinkommt, links ein Kühlschrank und in der Mitte ein großes Doppelbett. Es gibt hier eine Klimaanlage, rechts ein Zustellbett und ein Tisch mit Wasserkocher, Kaffee- und Teezubehör. Und hier ums Eck befindet sich das große geräumige Bad mit Waschbecken, WC und einer großen offenen Dusche. Und jetzt gehen wir darüber, erfrischen uns ein bisschen mit einem kühlen Getränk und schauen, was sie hier für Tiere haben. Das sind offensichtlich jede Menge. Bei der Gelegenheit, hier gibt es einen schönen großen Pool. Dort eine kleine Sitzecke unter den Bäumen. Liegen. Alles sehr grün hier auch, die bewässern das. Da unten ein Hahn. Da. Und da ein Krokodil. Zwei Krokodile. Und da Webervögel das dann. Und dort hinten an der Bar, da mache ich die Kamera mal aus, da sitzen auch schon andere Gäste. So, ich bin jetzt hier oben an der Bar. Dort gibt es auch noch einen überdachten Pool, ein überdachtes Schwimmbecken, ein kleines. Und da, wo Lena sitzt, wahrscheinlich gibt es hier auch vielleicht das Dinner und Frühstück möglicherweise. Ja, und hier von der Terrasse aus kann man verschiedene Tiere sehen. Wir sehen jetzt hier Nyalas, Kudus, Giraffen, Rappenantilopen, Strauße und dort unten steht sogar ein Nashorn. Ja, so sieht das hier aus in der Eidkik Gästefarm. Eigentlich sehr schön, wir sind nett empfangen worden. Wir sollten gleich herkommen, ein kühles Bier nehmen und die Tiere beobachten. Ansonsten hat die Susanne, unsere Gastgeberin, erzählt, dass sie hier 15 verschiedene Arten haben. Lena hat schon gemeint, vielleicht sind das ja so verletzte Tiere oder dass das hier so eine Art Auffangstation ist oder vielleicht sind sie alle schon auch zum Teil alt. Ich kann es nicht so ganz einordnen. Wir genießen die schöne Abendstimmung auf der Terrasse der Gästefarm, bevor wir uns am nächsten Tag von einem kleinen Kater zum Frühstück begleiten lassen und beschließen, einen Ausflug ins nicht weit entfernte Swakopmund zu unternehmen. Was ist heute für ein Tag? Sonntag. Der? Ich weiß es nicht. Der 21. Heute ist Sonntag, der 21. Juli. Ja. Guten Morgen aus dem Ford Ranger. Hallo. Wir fahren jetzt nach Swakopmund. Wir sind hier auf der B2. Die führt ja direkt durch Usakos. Und in 145 Kilometern oder 1,75 Stunde circa werden wir da sein, also spätestens um 11 hoffe ich. Ja, und dann gucken wir mal, wie es an der Küste aussieht. Einmal Meer gucken. Ja, bin gespannt. Atlantischer Ozean, Swakopmund. Herzlich willkommen in Swakopmund
bei typischem Wetter, aber ich bin guter Dinge. Die Sonne lugt da schon ein bisschen durch. Vielleicht haben wir sogar noch Glück und kriegen noch ein bisschen besseres Wetter. Wir sind jetzt hier auf der Swakopmund Jetty und das Coole hier ist, es ist irgendwie alles frei. Man kann hier einfach hingehen, man kann dort einfach sein Auto parken. Das ist ja, bei uns wäre das undenkbar. Du müsstest für alles bezahlen. Für eine Stunde parken wahrscheinlich 5 Euro, dass du hier auf die Jetty gehen darfst, nochmal 10, keine Ahnung. Und hier ist das alles frei. Der Atlantische Ozean kostenlos. Nach diesem wunderschönen Lied des Give Us Wisdom Chores und einigen Fotos, die die Künstler gern mit uns machen wollten, kehren wir in der 1877 Donut Bar ein, die mit deutschem Kaffee und Kuchen wirbt. Drinnen sind wir sofort begeistert von dem sympathischen Wirt und dem gemütlichen, warmen Ambiente. Wir haben uns jetzt hier was Leckeres bestellt. Das ist Spezialitäten hier sind Donuts und die Lena hat einen karamellisierten Apfeldonut. Und dieses Gerät hier, das ist ein Sweet Chili Biltong Donut und ich bin sehr gespannt, wie der wohl schmeckt. Und? Schmeckt? So lecker. Meins auch. Okay, das war ganz toll. Ganz toll, ganz lecker. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem Parkplatz. Hoffen, dass wir noch mal ein paar Flamingos im Formationsflug sehen können. Flamingos treffen wir keine mehr, aber noch einige hübsche und kräftige Möwen, die an Swakopmunds Strand scheinbar immer irgendetwas Fressbares finden. Wir verlassen Swakopmund auf der C34 Richtung Hensies Bay. Alles ist flach hier, kein Bewuchs, der Atlantische Ozean immer zu unserer Linken. Alle paar Kilometer kann man in kleine Anglerbuchten bis direkt an den Strand fahren, was wir schließlich auch tun. Wir wollten noch mal abseits von Swakopmund, dem Trubel und den Nussverkäufern ans offene Meer gehen. Und da sind wir jetzt. Es gibt hier so viele kleine Abfahrten hier von der Main Road hinter mir. Und das sind so Buchten, wo du mit dem Auto bis ans Wasser fast fahren kannst, für die Angler.
Uns fasziniert diese Abgeschiedenheit hier, diese Menschenleere, einfach das Rauschen der Wellen und der Blick auf das endlose, weite Meer. Wir sind jetzt hier im Nichts. Ne? Ist das hier das Nichts? Ja. Das ist die, Doch so viel. ja, das ist die D1918. Die Sicht heute ist nicht die beste. Es ist sehr diesig, wir sehen die Felsen und schließlich die Spitzkoppe jeweils zu unserer Linken nur in verschwommenen Umrissen. Erst als wir dichter vorbeifahren, können wir die Konturen klar erkennen. Stoppen tun wir hier heute jedoch nicht und so erreichen wir die steile Abfahrt nach Usakos am späten Nachmittag. Er sieht so harmlos und schläfrig aus, der kleine Kater. Aber er lässt sich durchaus auch schnell animieren. Guten Morgen, Montag. Guten Morgen aus dem Ford Ranger. Heute ist Montag, der 22. Juli. und wir müssen nicht arbeiten. Nein. Wir fahren heute auf der D1935 über Uis nach oder in die Brandberg White Lady Lodge. Wir fahren also heute zum Brandberg. Ich denke, ich bin dieses Stück der Strecke nur bis zur Hohenstein Lodge gefahren und danach kenne ich die Strecke noch nicht weiter. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob das eine gute Wahl war, ob wir schöne Landschaften sehen werden. Wir haben jetzt hier gerade mal kurz gestoppt an der D2305 ist das, glaube ich. Ich wollte mal eine kurze Szene drehen mit unserem Auto während der Fahrt. Lena ist gefahren, da vorne ist sie. Hast du gut gemacht? Ja bitte, ne? Ich würde jetzt noch vielleicht 30 Kilometer fahren. Ja. Bis über diesen Fluss, wo ich so gerne drüber möchte. Ja. Danach können wir wechseln. Doch zunächst wechseln wir erneut einen Reifen, diesmal hinten rechts. Wir sind froh, dass uns ein freundlicher Namibier tatkräftig dabei hilft. Wir erreichen Okumbahe und kurze Zeit später den Omaruru River. Die Vegetation an seinen Ufern ist beeindruckend. Große Bäume mit mächtigen Stämmen, die plötzlich auftauchen in einer ansonsten eher kargen und sehr trockenen Landschaft. Es wird karger um uns herum. Dazu steht die Sonne hoch und die Farben der Natur wirken blass. Ihr seht es auf dem Video und wir vernehmen es auch während der realen Fahrt. Die Landschaft auf diesem Streckenabschnitt nach Uis verliert ein wenig an Reiz.
Zu unserer Linken erscheint zwischen dem Dunst der Luft und dem Staub der Piste langsam, aber immer deutlicher der beeindruckende Brandberg. Noch eine atemberaubende Ebene vor uns und dann erreichen wir am frühen Nachmittag unser heutiges Ziel, die Brandberg White Lady Lodge. Herzlich willkommen in der Brandberg White Lady Lodge. Also Lena hat einen Schlüssel, aber ich sehe hier keine Tür. Rustic Tent Number 6 sollen wir haben. Ach, das ist ein Vorhängeschloss. Ja, sage ich, habe ich doch auch gesagt. Okay. Was ist der Schlüssel? Ja. Gut, also das ist unser Rustic Tent Number 6. 2 Bettchen. Jetzt kommen wir in unser Bad. Komm mal raus. So sieht das hier aus. Freiluft, ein Waschbecken, dort eine Dusche und vermutlich auf der anderen Seite ein WC. Das ist ja ganz nett. Und hier draußen vorne haben wir diese kleine Terrasse mit 2 Korbstühlen und einem Holztisch. Mit dem Auto kann man bis hier vorfahren. Und was es hier auch gibt, ist hier eine große Feuerstelle. Ja, hier gibt es Wasser. Nochmal draußen. Mal gucken, ob das auch funktioniert. Ja, kommt Wasser raus. Ja, so ist das hier. Rustic Tent in der Brandberg White Lady Lodge. Ist äußerst einfach gehalten, aber der Name Rustic sagt ja eigentlich auch schon alles. Trotzdem sehr schön. Wir haben jetzt hier eine Nacht und ich glaube, wir gucken, ob wir jetzt mal so ein bisschen mit Hilfe der Tracks for Africa App in den UGAP fahren können. So, Lena wollte jetzt hier gerne mal aussteigen. Nein, und mal da hoch gucken. Und ich habe gesagt, das machen wir. Wir lassen unser Auto mal kurz hier stehen und gehen mal hier die paar Schritte hoch. Magst du kommen? keine Ahnung. Wie kommen wir runter? Denselben Weg würde ich sagen. Ja. Das ist aber so nett. Ist es? Lena kommt jetzt auch langsam. Dort unten beim Auto der UGAP. Und ich wollte mal ein bisschen gucken hier auf dieser Erhöhung in alle Richtungen. Mal den Ausblick genießen und dann kehren wir wieder um und fahren zurück. Hi! Irgendwann will ich dich. Wo bist du hier? Bist du? Hi! Ja. So, Stadt Drohne. Sind wir hier mal raufgekraxelt. So schön ist das hier. Keine Tiere in Sicht für den Moment. Da ist Lena. Da hat eben ein bisschen gemeckert, weil ich hier hoch wollte. So, ich gucke mal nach dort in die Richtung. Da unten unterhalb des Steinfelsens parkt unser Auto und wir fahren jetzt diesen Weg wieder zurück. Den gleichen Weg, den wir gekommen sind. Ehre, wem Ehre gebührt. Auf der Rückfahrt sehen wir mit diesem jungen Kudu doch noch ein Tier, bevor wir die Ausfahrt aus dem Flussbett zurück zum Lodge-Gelände erreichen. Wir brauchen mehrere Versuche, bis wir aus dem Gewirr der Fahrspuren im Sand zurück zu unserem Rustic Tent Nummer 6 finden. Beim Sonnenuntergang sind wir alles andere als alleine und ein Mix aus vielen verschiedenen Sprachen um uns herum begleitet unseren schönen, leicht erhöhten Ausblick. Nicht gerade das, was wir unter einem romantischen Sonnenuntergang verstehen,
Aber trotzdem möchte ich euch die Aussicht vom Sundowner Viewpoint der Brandberg White Lady Lodge nicht vorenthalten. Hallo! Hi. Wir sitzen hier auf der Terrasse vor unserem Rustic Tent. Number 6. Rustic Tent Number 6. Und ja, die Brandberg White Lady Lodge, die ist sehr voll. Viele, viele Leute da. Sehr touristisch. Also hier ist nichts mit Ruhe und Abgeschiedenheit. Leckeres Essen. Und jetzt trinken wir hier noch was Schönes zusammen. Ein Angry Lemon von Savannah und ein Tafellager. Cheers. Gute Nacht. Guten Morgen aus der Brandberg White Lady Lodge. Und ich zeige euch jetzt mal ein bisschen hier, wie die Räumlichkeiten aussehen außerhalb unseres kleinen Rustic Tents. Und jetzt geht es hier zum Restaurantbereich, außen und innen. Wir haben uns heute für innen entschieden und sitzen dort. Dort vorne gibt es ein leckeres Frühstücksbuffet mit allem, was das Herz begehrt. Guten Appetit! Ja. Und dort geht es zur Bar und in einen Loungebereich, wo man auch seine Elektrogeräte laden kann. Und das hier ist Peanut. Mag das der Peanut? Hier hinter der Bar befindet sich ein schöner großer Poolbereich. Und am Morgen noch einmal der Brandberg in seiner vollen Pracht. Tiefstehende Sonne strahlt ihn an. Da sieht er besonders schön aus. Hallo, guten Morgen. So, wir singen jetzt noch ein Geburtstagsständchen für den lieben Manfred. Ja. Und dann machen wir uns auf den Weg in den Etosha. Viel Spaß auf der Fahrt. So, es ist Zeit zu wechseln. Lena fährt weiter die C35, 105 Kilometer, dann erreichen wir Kamanjap. Ja, wir sind gut vorangekommen jetzt. Die C35 ist zum Glück viel besser geworden von der Qualität her, viel weniger Bodenwellen, als es gestern das kurze Stück war zur Brandberg White Lady Lodge. Und ich bin zuversichtlich, dass es jetzt so weitergeht. Ready? Ja.
Wir passieren Kamanjap, tauschen wieder die Sitze und freuen uns Prost, Danke. auf den Etosha. In 60 Kilometern ist es soweit. Juhu. Cool. Cheers. Wer sieht die ersten Elefanten? Ich. Ja, und jetzt ist es für eine kurze Weile zu Ende mit der Freundschaft und der Liebe. Jetzt sind wir Konkurrenten. Jetzt geht's. Wer sichtet den ersten Elefanten? Auf geht's. Deswegen sitze ich hinten, damit ich mehr Ausblick habe. Ja, das wird dir nicht helfen. Doch. Gegen 16 Uhr kommen wir am Dolomite Resort an, der am westlichsten gelegenen Unterkunft im Etosha. Die hochgelegenen Chalets erreichen wir mit dem Buggy, der die Gäste rauf und runter fährt. Unsere Hütte hat die Nummer 10 und die zeige ich euch jetzt. Herzlich willkommen im Dolomite Camp. Room number 10. 10. Yes. Open the door, man. Oh. Wow. In unserem Raum gibt es einen Kühlschrank, Kaffee- und Teezubehör, einen Kleiderschrank und eine Ablagemöglichkeit für Koffer, ein Doppelbett mit Moskitonetz, Handtüchern, dort ein Waschtisch, hier eine Dusche und auf der anderen Seite vom Waschtisch das WC. Lena öffnet uns gerade unsere Gardine zur Terrasse. Et voilà, wie die beiden Franzosen sagen würden. Ja. Tada. Unsere Terrasse. Unser Ausblick. So, wir sind jetzt frisch geduscht und Lena und ich gucken mal, ob man hier auch einen Blick aufs Wasserloch haben kann. Da vorne geht die Lena. Hat ein Fernglas um den Hals. Ja.